Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute 3 spannende Aktien, die kurz vor dem Turnaround stehen oder vielleicht gerade schon mittendrin sind und dementsprechend eine spannende Rendite in der nächsten Zeit versprechen könnten. All das in diesem Video. Drei spannende Branchen, 3 Aktien, die ich euch mitgebracht heute. Und bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, steigen wir auch gleich schon mal ins Video ein und fangen mit der ersten Aktie an, die ziemlich abgestraft ist. Man spricht ja auch manchmal von Fallen Angels und in dem Fall schauen wir uns mal die Nike an. Und die Nike ist tatsächlich ziemlich interessant, weil wir hier eben schon in einem sehr, sehr langen Bärenmarkt sind. Also seit November 2021 ist diese Aktie in einem kontinuierlichen Abwärtstrend und wer meine Videos kennt, der weiß, ich mag solche langen Abwärtstrends, beziehungsweise so lange signifikanten Trendlinien, denn wenn die mal nachhaltig durchbrochen werden, dann kann es auch relativ schnell gehen. Das würde für Nike bedeuten, dass, wenn wir entsprechend gute fundamentale Daten haben, dass sich tatsächlich bei einem Ausbruch auch relativ schnell die 90-Dollar-Marke anvisieren würde bei Nike. Das ist tatsächlich so mein Kursziel. Warum ist die Aktie jetzt tatsächlich interessant? Zum einen ist es natürlich charttechnisch interessant, weil wir an dieser Abwärtstrendlinie sind, an der wir gerade so ein bisschen knabbern, aber die Quartalszahlen waren auch ziemlich gut und das kann wirklich so ein bisschen der Startschuss gewesen sein, dass wir eben nachhaltig so eine Trendwende haben. Und bei Nike haben wir auch das Management, das hart daran arbeitet, entsprechend die Probleme zu beseitigen. Was ich auch interessant finde, ist das Volumen, also das kann auch gut eine Akkumulationsphase sein, dass hier quasi schon die Wall Street sich positioniert. Nike ist ja auch schon wirklich ziemlich abgestraft, die Aktie ist, wenn wir uns mal kurz ausmessen, hier über 70% gefallen und auf dem aktuellen Niveau ist sie immer noch ungefähr 60% von ihrem Allzeithoch gefallen. Dementsprechend ist die Aktie schon relativ günstig. Wenn wir uns mal das KUV anschauen, dann sehen wir, so günstig war ja Nike eigentlich erst oder zuletzt im Jahr 2013. Klar war Nike auch schon mal deutlich günstiger, aber ich glaube dadurch, dass sie hier um einen großen Branchenprimus handelt, der auch eine sehr, sehr starke Marke hat, ist, glaube ich, Nike hier auf dem aktuellen Niveau definitiv günstig. Jetzt haben ja diese guten Quartalszahlen gesehen, das heißt, die nächsten werden natürlich auch extrem wichtig am 18. Dezember. Wie da das Geschäft gelaufen ist, also die Zahlen natürlich, aber auch der Ausblick. Und das ist tatsächlich dann meistens auch so mit das, was die Aktien dann teilweise auch stärker bewegen kann. Ja, was sagt das Management? Ist das Management positiv? Wird der Ausblick angehoben? Ja, das kann dann tatsächlich dafür sorgen, dass wir hier auch einen nachhaltigen Ausbruch nach oben sehen könnten. Ansonsten, klar, haben wir hier, wenn wir uns mal die Fundamentalkennzahlen anschauen, negative Trends, Cashflow stagniert, Nettogewinnmarge ist schlechter geworden, Bruttogewinnmarge auch etwas, hält sich jetzt so bei 42%, so um den Dreh. Aber wie gesagt, so eine Trendwende, die zeigt sich dann erst entsprechend mit Quartalszahlen und ich glaube, wie gesagt, hier diese Quartalszahlen, die letzten am 30. September, die waren schon deutlich besser mit 80% beim Gewinn, besser als erwartet, und beim Umsatz auch. Also hier ist man schon auf dem richtigen Weg. Vom KGV können wir uns auch noch ganz kurz anschauen, sehen wir, KGV ist bei 35, klar, wenn die Gewinne schrumpfen, dann steigt das KGV, auch wenn die Aktie mehr oder weniger seitwärts oder auch fällt, dann kann das KGV trotzdem steigen. Wenn wir uns jetzt mal die Analystenschätzungen anschauen, das ist ja auch immer interessant, dann sehen wir für die Einjahresprognose, sehen die Analysten die Aktie von Nike entsprechend auch hier gut 20% höher. Und hier sehen wir es vielleicht auch ganz gut beim Gewinn die Aktie. Da scheint es so ein bisschen, also ein deutlicher Sprung nach oben. Das kann, wie gesagt, das Indiz dafür sein, dass wir hier diese Talsohle durchschritten haben. Und wenn die nächsten Quartalszahlen auch besser sind als erwartet, dann bin ich dafür, dass Nike dann auch in Richtung 90 Dollar geht. Was auch interessant ist bei Nike, und wer hätte das gedacht, denn normalerweise ist Nike eigentlich keine Dividendenaktie, aber hier kann man sich jetzt 2,3% Dividendenrendite einloggen ins Portfolio, wenn man das hier kauft. Wir sehen noch eine gesunde Ausschüttungsquote, kontinuierlich die Dividende erhöht auch in den letzten Jahren, obwohl es gar nicht mal so gut lief. Das ist ein Qualitätsmerkmal tatsächlich und dementsprechend, wer langfristig investieren möchte in, ich sag mal, Burggraben-Aktien, die so ein bisschen defensiver auch sind, der ist, glaube ich, mit Nike eigentlich ganz gut bedient. So, gucken wir uns mal die nächste Aktie an, die auch ziemlich interessant ist. Das ist die Prada. Die Prada habe ich mitgebracht, weil eine sehr interessante Nachricht hier aufkam, und zwar der Prada-Chef
sagt nämlich, das Schlimmste in China ist überstanden und China ist eben so ein sehr, sehr wichtiger Markt für die Luxusbranche. Ja, das betrifft jetzt Prada, aber auch LVMH. Klar, ein Großteil des Umsatzes kommt aus China und dementsprechend ist man hier sehr, sehr abhängig vom Markt. Und das kann, wie gesagt, ich achte auch sehr auf so Aussagen vom Management. Wenn das Management sagt, hey, es wird besser, dann wird es zeitverzögert dann auch in den Quartalszahlen sichtbar. Jetzt waren die letzten zwar nicht ganz so gut, ja, nur leicht schlechter als erwartet, aber die nächsten, wenn das Geschäft in China tatsächlich besser wird, vor allem wenn wir auch die Handelsquerelen da mit USA, China so ein bisschen aus dem Weg geräumt haben, dann werden die Konsumenten in China vielleicht auch ein bisschen freudiger. Und wenn wir uns mal die Bewertung anschauen, dann sehen wir, Prada ist eigentlich jetzt auch in einem Bereich, wo die Aktie selten war. Tatsächlich ist er eigentlich teurer bewertet. Aktuell haben wir einen KV von 2,7. Normalerweise ist es so bei, ja, so 3,5 bis 4 tatsächlich anzusiedeln. Beim KGV sieht es ähnlich aus. Da ist es sogar noch ein Ticken besser. Ja, da sind wir auf dem Allzeittief, kann man fast schon sagen, mit einem KGV von 18. Wenn ich hier mal so grob den Durchschnitt anlege, was normalerweise bei Prada bewertet wird, dann sehen wir ein KGV von 30. Also hier hat man, was das Upside-Potenzial angeht, bei Prada schon eine ordentliche Kurschance. Und wenn ich mir hier den Chart so anschaue, dann sieht es so ein bisschen danach aus, als würden wir gerade anfangen, hier den Aufwärtstrend im Wochenchart zu etablieren. Wenn wir uns mal im Tageschart anschauen, sehen wir auch eine sehr schön bullische Reaktion. Hier ein Gap nach oben. Das ist normalerweise ein Zeichen von Stärke und würde mich nicht wundern, wenn das dann auch in den Tagen darauf dann quasi sich so fortsetzt. Gucken wir mal auch mal an, was Prada dann sonst noch so bietet. Ja, wir haben auch hier eine Dividendenrendite von 2,9%. Ist auch nicht so schlecht. Sicherlich auch die Dividende angehoben in den letzten Jahren kontinuierlich. Auch ein Qualitätsmerkmal. Was sagen die Analysten? Die Prognosen sehen die Aktie hier auch auf der Einjahresprognose bei 23% im Schnitt weiter nach oben. Also auch hier von der Seite positive Signale. Und wie gesagt, das, was das Management sagt, ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Wir sehen auch hier entsprechend sehr, sehr starkes Kaufvolumen, was reingekommen ist. Also auch hier könnte es gut sein, dass wir hier quasi jetzt eine Akkumulationsphase haben, dass die institutionellen Anleger hier schon in die Aktie hineingehen, weil sie eben schon ein bisschen vielleicht ahnen können, dass hier das Schlimmste überstanden ist. Also hier Prada, glaube ich, wenn man ein bisschen Geduld hat, also für die nächsten Quartale, glaube ich, dass die Aktie hier auch deutlich dann in Richtung $7 und vielleicht sogar drüber laufen kann. Auch eine spannende Aktie ist Zoetis. Die ist gerade aktuell in einem Abwärtstrend und hier geht es natürlich auch so ein bisschen, spekuliere ich auch auf einen Turnaround. Warum? Weil die Aktie jetzt auch schon ziemlich günstig bewertet ist. Ist ein Pharmazeutikhersteller, Zoetis, und hier sehen wir beim KUV ist von dem Niveau, ist man schon deutlich weiter zurückgekommen. Ja, man hat es nur noch ein KUV von 7. Wenn man den Durchschnitt der letzten Jahre so heranzieht, dann hat man ein KUV von 10. Klar, das ist teuer, aber man ist auch entsprechend stark gewachsen. Und wenn man sich das Umsatzwachstum so anschaut, dann ist es eigentlich recht stabil und auch die Profitabilität ist eigentlich in den letzten Jahren auch besser geworden, beziehungsweise leicht angestiegen bei allen Kennzahlen und deswegen wundert mich so ein bisschen, warum die Aktie hier nicht so schlecht läuft. Und auch vom KGV sind wir hier auf einem historischen Tief mit einem KGV von 25. Normalerweise ist die Aktie so im Durchschnitt, sage ich mal, bei einem KGV von 38. Also auch hier ähnlich gutes Upside-Potenzial wie bei den anderen Aktien. Jetzt gilt es aber hier, um so ein bisschen drauf zu achten. Zum einen haben wir die Quartalszahlen am 4. November. Das wird wichtig. Ja, das kann immer auch richtungsgebend sein. Wenn es deutlich schlechter wird als erwartet, kannst du natürlich auch hier drunter brechen, unter die $140. Das ist auch charttechnisch so eine wichtige Marke. Ihr erkennt es daran, dass der Kurs immer mal wieder in der Vergangenheit hier quasi so draufgesprungen ist und dann wieder abgesprungen ist und die Richtung gedreht hat. Und daran erkennt man quasi eben diese wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen. In dem Fall ist es Unterstützung. Das heißt, hier sollte der Kurs eben drehen. Und wenn es tatsächlich geschafft wird, bei der Aktie über $160 zu steigen, dann glaube ich, dass wir hier auch gute Chancen haben, diesen Abwärtstrend nach oben auszubrechen. Ja, wir haben auch hier diese Abwärtstrendlinie, die gleitenden Durchschnitte. Und dann kann es gut sein, dass wir hier so eine Art Doppelboden formen und von dort dann quasi in Richtung Kursziel $200 laufen könnten. Gucken wir uns mal an, was gibt's noch so? 1,3% Dividendenrendite ist das nicht ganz so krass, aber ihr seht auch hier kontinuierliche Dividendensteigerungen. Wenn man die Aktie langfristig hält über viele Jahre, ist es auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Die Analysten sehen die Aktie auch in Richtung $200 auf der Einjahresprognose, also auch hier Rückenwind von der Seite, 21 Stück covern das Unternehmen, eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Also hier habt ihr jetzt mal 3 Aktien,
die ich euch mal mitgebracht habe, wo ich sage, okay, da kann man drauf spekulieren, dass man hier entsprechend eine ganz gute Outperform-Rendite erzielen könnte, also dass die Aktien ein bisschen besser laufen könnten als der Markt, weil die Aktien eben schon so sehr abgestraft sind und tendenziell auch im Verhältnis gesehen zur Vergangenheit, zur Historie der einzelnen Aktien auch recht günstig sind. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Aktien ihr spannend findet. Lasst gerne einen Daumen da, das würde den Kanal unterstützen und mich freuen. Und natürlich ein Abo. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann, alles Gute, viel Erfolg und ciao.